Was? I want to go back to... Ja, was war das? Nee. 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 Oh, Zum Ausfüllen überwältigt von folgenden Tasten im Fünffach kommen von welchen Arzt. Hä? Was ist denn das? Das sind doch alles die gleichen Sachen. Wasserstoß? Übersehe ich das gerade? Das ist doch das, was ich hier alles kann. Warum kann ich das nicht? Ach, egal. Bed. Warte mal, ich wollte hier Übungsgelände, Lagere wollten wir. Der gute Law und die Rinroll. Aber schön, dass wir alle eine große und glückliche Familie sind, ne? Fickt euch alle. Oh, da war jemand, mit dem wir quatschen konnten. Verdammt. Okay. Here we go. Oh man. I'll do my best. Was nicht viel sein wird. Aua! Dazzling spin. Oh, scheiße. Welches Level haben wir eigentlich? Flag assault. Ich weiß es nicht mehr. Dazzling spin. Guardian field. I'm ready to go. Okay. This one's mine. Soll ich mit ihr blocken vielleicht? Denied. Ja! Inferno crossing. Dazzling spin. Jeder Kisara-Mensch schlägt sich sowieso jetzt die Hände über dem Kopf, aber... This one's Obwohl, mine. irgendwie läuft es hier gerade gut. On guard. Nein! Christian aufs Maul, du blöde Kacksau! Take you all on. Ja. Flare the Malisa. Ah, okay, die Hälfte. Die alle kriegen wir, du! Flag assault. Going in. Igneous discharge. Aua! Oder sie Inferno kriegt uns. crossing. Das kann auch sein. Nee, warte mal. Nee, da, Schutzfeld. Guardian field. All right. Let me at him. Dazzling spin. Oh Gott, tut mir leid, aber Kisara ist mir einfach zu langsam, Alter. Right up the dark. All right. Let me at him. Aua! Verdammt, ich kacke hier. Inferno crossing. Round and pound. Alter! Oh mein Gott! Inferno crossing. I'll take you all on. Oh Gott, bring sie um, Mann! Flare the Malisa. Oh Gott, danke! Ja, sieht so aus, als hätte ich dich besiegt, du dumme Fotze! Jetzt geh wieder in die Küche und koch mir was! Ach, hätte ich nicht gedacht, dass du so viel Tricks auf Lager hast. Hab ich halt. Ah, Bitch. Ich habe dich während unserer Kältedauer- und Flaggeneroberungsaktion ausgedacht. Habe ich mir während. Oh, okay. Ah, also habe ich dich sogar sogar bei den Niederlagen stärker gemacht. Naja, was Miguel angeht, niemand weiß mehr über ihn als ich. Sei nicht albern. Wusstest du, dass mein Bruder ein Muttermal auf der linken Pobacke hatte? Ich frag dich, woher du das weißt. What the? Was? Das wusste ich nicht. Das ist wirklich erstaunlich. Oh. Verflucht, du hast mich besiegt, Kisara. Mau. Oh, du bist gekommen, um mich zu trösten, Zare. Sei gesegnet. Hey, Zare, schön, dich wiederzusehen. Komm her, damit ich dich streicheln kann. Mau. Zare, was ist los? Ich bin's, Kisara. Ich bin wieder zu Hause. Komm her. Mau. Sieht so aus, als würde ich gewinnen, wenn es um Zares Zuneigung geht, weil ich bin nur bei den Pussys beliebt. Ah, ich glaub's nicht. Wenigstens konnte ich Miguels Armreif behalten, das reicht mir. Excuse me. Wovon redest du? Ich habe gesiegt. Jetzt gib ihn mir.
Hallo? Nein, hast du nicht. Ich habe dich gerade in unserem Duell besiegt. Ja, aber eben hatten wir ein weiteres Duell mit Sari als Richter. Und das habe ich gewonnen. Also gib ihn mir. Jetzt. Niemals. Außerdem, wenn du jetzt auch, wenn du das jetzt auch mitzählst, dann steht es wieder unentschieden. 50-50. Dann müssen wir wohl direkt mit unserem nächsten Wettstreit weitermachen. Yes. Na dann los. Wie viele Leberflecken hatte mein Bruder? Oh, das ist unfair. Seriously? Wie lange geht das mit den beiden noch so? Quest! Emblem! Miguelpedia. Süß. I never knew Lagiel could be so intense. She can get that way where my brother is concerned. She's not the only one. Na gut, Kisara, wie werden wir uns heute messen? Beschickt man. Mal, was war hier nochmal? Ach, nicht Einzelkämpfe. Level 60. Ach du Kacke. Überrüstung der Harmonie. Das ist für Kisara und Dings. Och, Shion, ein Rosenkleid. Freunde, wir müssen hier nachher unbedingt nochmal hin. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Spiel jetzt... Ach, wir können noch mal kurz zur Bibliothekarin. Und dann, denke ich mal, machen wir in Lenegis weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel danach aufhört und... Puff, ne? Hast du nichts mehr zu tun hier. Also ich denke schon, dass das Spiel dir nach der Story noch Möglichkeiten gibt. Muss ja eigentlich. Aber wir sind jetzt Level... Ja, 44 im Schnitt. Ah, ich hoffe, ich kenne das Spiel nicht, aber... Hä? Es ist vollgepackt mit Drainage und Achso, ich dachte jetzt... Irgendwas Wichtiges oder so, was wir noch nicht hatten. Bring mir so viele Bücher wie möglich! Okay. Meine Theorie mit den Waffen in der Schmiede, die ist irgendwie auch nicht aufgegangen. Ich dachte, das wär's. Aber mich würde es nochmal interessieren. Wir standen ja hier letztens und hatten wir eine kleine Diskussion, nicht Diskussion, aber eine Konversation zwischen Rinrel und Law. Ob es die auch an anderen Orten gibt mit... Ja, weiß ich nicht. Halt Althon und Shion zum Beispiel oder so. Die Eiswüste, waren wir da nochmal? Ne, das war das... Hier, wie heißt der? Arceus? Ach komm, nein, wir gehen jetzt da. Lenegis läuft unter Sonstiges. Obwohl, nein, ich gehe doch ans Lagerfeuer. Sorry. Aber ich wollte ganz gerne, aber die Biene, jetzt wo ich an die Biene gerade denke, da könnten wir es eigentlich auch nochmal probieren. Obwohl wir, glaube ich, auch nur 2, 3 Level aufgestiegen sind, wenn überhaupt. Ich will mich ausruhen, weil wir jetzt eine Quest abgeschlossen haben, dass ich vielleicht jetzt einen neuen Dialog kriegen kann. Doing some thinking? Nah. It just occurred to me that our journey's been going for a while now. Is it a wonder to you our group has held together this long? Maybe. We've got Danans, Renans, a lord, a mage, and even a guy from another time. Yet here we all are, leaning on each other as travel companions. It's like a minor miracle. If anything, I'd say it's proof. Proof that as long as we accept each other for who we are, we can all get along. And with understanding comes togetherness. Yeah, we are more than enough evidence of that. I've always had a thorny relationship with others. Quite literally, as it happens. I figured that it was easier to give up on intimacy, rather than having to go through all of the pain of rejection. I mean, is it any wonder I grew thorns around my heart, too? But now... Right.
Now, I still have my thorns, of course. But they don't cover my heart. I know now that there is more than one way for people to relate to one another. It was you and everyone else here that taught me that. Everyone that you brought together, Alphen. It wasn't just me. I mean, sure, I invited a few folks to join us, but swordsmanship's about all I have to offer. Everyone's taught and supported me just as much as I have them. You see, that's what I'm talking about. What do you mean? I mean, you're fine just as you are. The bonds that you form with others, they shine more brightly because they're mutual. It's not just one bond for you. It's many, each with a heart of its own. That's what makes them special. Emblem! Oh, war das süß. Guess I'll polish up my sword. Welches Schwert? Was? I never thought about this until now, Alphen, but doesn't it get hot wearing that armor all the time? You feel heat and cold again, don't you? Admittedly, yeah, it can get pretty toasty in this thing. Is it hard when your back starts to itch? Oh, you bet. Plus, my shoulders get stiff wearing it, even if it's not all that heavy. Kisara looks like she manages all right with her armor. Armor takes a strong body and a stout heart. Spoken like a true guardsman. Not that I really get what you mean. The more I think about it, the more I realize what a pain it must be. Like, what do you do when you need to take a leak? Ew! That part can be a bit of a pain, yeah. More things to take off. That sucks, man. Wouldn't it be easier if you just walked around outside of your armor most of the time instead? You never know when the enemy might attack. As tempting as it might be to take it off, it's not worth getting killed over. So basically, you're screwed if you ever get attacked while taking a dump. Right, Rinwell? Are you doing this on purpose? Aber wieso mit ihr als erstes verdammte Scheiße? Okay, Dolim, care if I hang out for a while? Ah, die hat mich auch schon. Also es gibt ja glaube ich nur zwei, ne? Das andere war ja, Arthur hatte da auf sein Schwert, glaube ich, rumgekloppt oder so. suppose we should call it a day. Ah, Once we finish eating, we should get going. ja. Wir gucken einmal kurz die Biene. Got a bad feeling about this one. Me too. Better keep our distance. Leck mich Spiel, dann gehen wir jetzt hier wieder. Mann, We'll kick your ass later, buddy! Ja. Warte mal, jetzt habe ich den ganzen... Oh, Scheiße. Wir sehen uns dann gleich da. So, da bin ich wieder. Ich bin besser durchgekommen als gedacht. Also, naja. Okay. Soon, Ja. ready to face it. Wir... Oh, Mann. Whatever kommen jetzt- happens. Ja. Unterbrech mich nicht. Wir kommen jetzt in den Dungeon rein, ne? Ich denke, wir werden hart auf die Fresse kriegen. I'm determined to save Shion and Dana. Nothing I learn can change that. Ach so, ich dachte... Ja gut, ich dachte. Da fängt's wieder an. Oh, okay, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Was erwartet uns hier? Oh.
Moment, das ist die Stelle in Alphons Erinnerung. Oh mein Gott! Hold up, you guys. What is it? I want to look through that room over there. I'm curious what we'll find. That's the room you visited in your past, right? Sure. We can check it out. Nee, wir müssen woanders hin. We should go through that room some more before we move on. Ich finde es immer wieder schön, wenn die Spiele immer so eine offene Welt bieten. Und du überall die Möglichkeit hast, einfach hinzugehen und dich frei zu entfalten. Wundervoll. This looks like some kind of research facility. A laboratory secreted away in the Forbidden Zone. Why am I past being surprised at this point? Looks pretty deserted. Let's check it out. It might give us a new lead. Ich habe auch schon mal die Theorie gehabt, dass Alphon vielleicht einfach ein gezüchtetes Ding ist. Aber das wurde von der Aussage verworfen, weil er ja entführt worden ist, irgendwie. Hallo? Ein Operationstisch. Viele Testpersonen sind nach ihrer Operation zweifellos nie wieder aufgewacht. Oh je. For the people of Lenegis, the Forbidden Zone is the stuff of dreams. Yet here I am, standing within its hallowed halls. It's off limits even for lords, then? Talk about an exclusive club. Being exclusive is one thing, but how many important facilities let in only the Sovereign? Doesn't that seem a little strange? Strange doesn't cover it. If it was only one room, maybe. But a place on this scale? How did they keep it from falling into ruin? Whoever the Sovereign is, they can't manage the upkeep of this whole place themselves. Did no one ever talk about it when you were growing up? No, not that I can remember. Then again, Sovereigns and Forbidden Zones weren't exactly breakfast table conversations. The Forbidden Zone is a hallowed place, at one with the Sovereign's authority, grounds of the one true ruler who presides over all Renans. That is what we believed this place to be. No, what we were made to believe it was. But now, it is finally time to discover this area's true purpose, and why it was kept hidden behind the scenes for so long. Na gut, aber wir wissen doch aus Alphons Vergangenheit, dass hier auch ganz viele Forscher waren. Also, dass nicht nur einfach der Herrscher anwesend war. Hier hinten ist nix. Da. Zeigt Lenegis Strukturen. Man sieht dort Rohre für den Transport von Astralenergie herausragen. Aha. Okay. Ah. Zeigt die... Ah, die Ausstattung dieses Raums. Er wurde schon lange nicht mehr benutzt. Alter! Ich bin eine Woche nicht zu Hause und mein ganzer Scheiß ist hier zugestaubt. Und hier? Einfach ja nix. Eine Nachricht. Dieser Bereich wird jetzt geschlossen, da das Projekt in der Endphase geht. In der Endphase. Sind wir die Endphase oder war das vor 300 Jahren? I think I can make this work. Well, can you make head or tail of it? These are experiment records by the looks of it. Reams of them, dating back hundreds of years. Let's see. A composite being capable of controlling Danon astral energy so as to convert its molecular and elemental makeup. The creation of a governing central figure, taking the form of a Danon. Codename Sovereign. Sovereign. Wait, there's more. Research into utilizing force field crystals for the purpose of stable astral energy containment. That must be the Master Course. With all this raw data, there's bound to be records here somewhere about the Maiden and the Lords, too. About the lords? Why would they be on there?
Think about it. The Lord's crests are clearly of a piece with those of both the Sovereign and the Maiden. Not to mention the fact that the contenders to the crown are selected from otherwise regular Renan citizens. In other words, it may be that all Renans are unwittingly being made subject to some kind of grand scheme. What about the Sovereign? Does it say anything else? Where do I start? All I've read so far is the headlines. There's so much here. To sift through all of it would require specialized... Wait. What is it? Did you find something? It's a list of names, with the title, Test Subjects, Sovereign. It's your call. Read it. There must be dozens of test subjects listed here. Hundreds even. All of them failures. Wait, I think I've found one that was successful. Test subject number 1273. Ethnicity, NA. Unique adjustment index, generation, NA. Given name, Alphen. They re-engineered me. Right here in this lab. Alphen. It's fine, really. What about the others? Was I the only one? Test subject number 10105. Ethnicity, NA. Unique adjustment index, generation, NA. Given name, Volron. Volron? But that means... He's only sovereign because someone made him that way too. He's the last one. In 3 centuries worth of records, you and Volron are the only 2 subjects on whom the experiment was a success. But what about the winners of the crown contests? Does this mean that none of them were ever crowned sovereign after all? Upon victory, the Sovereign shall return to Rena and rule over Rena and Lenegis combined. When a new Sovereign is decided, the outgoing monarch shall relinquish their post and live out the rest of their days on Rena. So we were told. But according to these records, there have only ever been 2 Sovereigns, neither of whom had anything to do with the crown contest. It's all lies, including the part about the Sovereign residing in Rena. The crown contest was never about deciding a new ruler. It must always have been devised for some other purpose. But even supposing that's true, someone must have been in charge for the past 3 centuries, right? If it wasn't the Sovereign, then who was it? Crown contests have been held this whole time, in spite of the fact that there was already a Sovereign. Me. Meaning that for the past 300 years, someone out there has to have been maintaining that lie. The same person I'm willing to bet is behind all this. The Red Woman? It's possible. But that doesn't necessarily mean she's the mastermind behind this scheme. She could be working for someone else. Someone back on the Renan homeworld. Either way, it's fair to say she's definitely involved somehow. What about the data records? Is there no other information that could help us? Not that I can see. Just file upon file of experiment results. There's nothing here about who's behind all this, or what their endgame is, unfortunately. I've barely managed to scratch the surface, mind you. You won't be able to read through it all, but you're welcome to take a look through what you can, while we're here. I'll do that. So this is where Alphen became the Sovereign, and Volron as well. The significance of this location would suggest... Hey, it looks like the terminals in here turned on too. We should look through them. They might contain valuable information. Da gucken wir mal gleich.
ja, für uns als Spieler jetzt nicht überraschend gewesen alles, weil wir sind jetzt eigentlich im Endeffekt genauso schlau wie vorher, oder? Außer, dass jetzt Wolran auch vor 300 Jahren hier Maulaffen-Pfeil hielt und auch erwählt wurde oder modifiziert wurde, wie Alphen. Oh ja, guck mal, toll, ne? Only 2 sovereigns in over 300 years. So why has the experiment only succeeded twice in all this time? And if that's the case, why keep on doing it? Was there really no other way? Or could there be some other reason? Dohalim. Forgive me. Alphen. I'm fine. I'm just a little shaken, that's all. I knew what I was already, so it's not like it's a surprise or anything. But it's strange. I've got all this rage inside of me, but I don't even know who it's for. I'm scared that I'll put a face to it, just to have someone to blame. If that were to happen, then No. Then we'd help you fight it, before you ever got that far. Wouldn't we, everyone? Yeah, we wouldn't just sit by and watch you spiral out of control. That's right. No good can come from being consumed by hatred. If you ever start to lose your way, you can count on us to guide you back. To remind you where home is. And I would be happy to lend an attentive ear, should you ever have need. Thank you, everyone. I think I'll be okay now. No. Wähle ein Thema, zu dem du mehr erfahren willst. Bei jedem Kampf um die Krone werden 5 der fähigsten ränischen Bürger als Lord auserwählt und treten an, den nächsten Herrscher zu werden. Während ihrer Herrschaft wird ihnen Stufe 3 Autorität sowie 1 von 5 Elementarreichen mitsamt den entsprechenden Meisterkerns verliehen. Sie erhalten außerdem ein Wappen, das ihr jeweiliges Element ausweist. Die Auswahl berücksichtigt nur die Astralkünste sowie körperliche und geistige Eigenschaften. Andere Faktoren wie Alter haben keinen Einfluss. Da nur die stärksten Räner-Lords werden, verleiht der Titel einem Lord keine zusätzliche Kraft. Es ist jedoch zu beachten, dass Lords nicht die einzigen sind, die einen Meisterkern seiner Macht entlocken können. Alle Räner müssen am Auswahlvorgang teilnehmen und die Annahme des Titels ist Pflicht. Geeignete Kandidaten dürfen darauf nicht verzichten. Falls ein amtierender Lord nicht mehr als seine Rolle dienen kann, muss schnell ein Ersatz gefunden werden. Wähle ein Thema, zu dem du mehr erfahren willst. Dies ist ein Bericht zur 2 erfolgreichen Experimenten einer herrschenden Testobjekte. Testobjekt 10105, Name Wolran, Generation, keine Ahnung, individueller Angleichungsindex. Ethnie? Was ist denn eine Ethnie? Keine Angaben. Das Zielobjekt weist ein hohes latentes Potenzial auf, zeigt jedoch Merkmale mentaler Instabilität sowie eine starke Abneigung, Befehle zu befolgen. Die Risiken, die es darstellen, übertreffen sogar die des letzten erfolgreichen Zielobjekts, das selbst scheiterte. Seine Beseitigung wird erwogen. Zusatz: Dies ist der erste erfolgreiche Fall in 300 Jahren. Die zuvor genannten Risiken wurden dank Kontrollprotokoll inzwischen minimiert. Zielobjekt wird unter der Annahme beobachtet, dass Plan 2 umgesetzt wird und in Dana unter der Tarnung eines Lords eingesetzt wird. Wähle ein Thema, zu dem du mehr erfahren willst. Wähle ein Thema, zu dem du mehr erfahren willst. Oh Gott, ist das jetzt... Boah. Der Herrscher fungiert als lebendiges zentrales Steuerungseinheit für die Geisterbeschwörung. Jeder hat eine Stufe 2 Autorität und ein Wappen. Ein dänisches Zielobjekt dient als Basis seiner Erschaffung. Ideale Kandidaten haben eine gleiche Affinität zu jedem Astralelement. Diese Eigenschaft ist unter der Bedingung der echten Welt statistisch jedoch selten hervorzufinden. Infolgedessen sterben die meisten Zielobjekte während der Angleichungsphase und selbst bei den Überlebenden ist keine Stabilität garantiert. Diese Instabilität kann in Verbindung mit der Macht zur astralen Manipulation des Herrschers ein großes Sicherheitsrisiko für Lengis darstellen. Wenn der Herrscher in der Geisterbeschwörungszeremonie eingesetzt wird und ein Unterstützungsmechanismus zur Stabilisierung ist erforderlich. Zusatz 1.
Es wurden keine effektiven alternativen Methoden zur Zeremonie gefunden. Tests an dänischen Zielen dürfen fortgesetzt werden. Zusatz 2. Einheit 2 Angleichungen waren erfolgreich. Weitere Angleichungen werden während der Beobachtung ausgesetzt. Die Jungfer fungiert als Unterstützungsmechanismus für die Geisterbeschwörung. Jede Jungfer hat eine Stufe 2 Autorität in ein Wappen. Also auch Shion, oder? Ein ränisches Zielobjekt stellt den Herrscher die ergänzende dunkle Astral zusammen mit den Ranas Alma zur Verfügung. Oh Mann. Während der Zeremonie kümmert es sich teilweise um die Astralenergie, Umwandlung sowie um die Stabilität der eigenen Macht des Herrschers. Es wurde ferner beobachtet, dass das Maß an Intimität zwischen ihm und dem Herrscher positive Auswirkungen auf die Stabilität der Zielobjekte hat. Aus diesem Grund sind Testaktivierungen des Herrschers in Abwesenheit der Jungfer ausdrücklich verboten. Außerdem sind weder der Herrscher noch die Jungfer für die Einzelheiten der Geisterbeschwörung in Kenntnis zu setzen. Zusatz 1. Die mentale Instabilität der Jungfer gilt als Ursache für die Untriebe des letzten Herrschers. Gegenmaßnahmen sind zu erwägen. Zusatz 2. Gemäß der Plananpassung wird die Jungferregistrierung des jetzigen Zielobjekts widerrufen und sie kehrt in ihre Familie zurück.